Hallo und herzlich willkommen zur Februarausgabe von Go Queer. In den News haben wir für euch heute unter anderem das erste gleichgeschlechtliche Paar bei Let's Dance und den ersten Film über lesbische Liebe in Bollywood. Aber zuerst, wie gewohnt, das Intro. Danke, Robert. Beginnen wir mit den News. Ein offen schwuler Kandidat fährt für Frankreich zum diesjährigen ESC. Der 19-jährige Bilal Hassani gewann den nationalen Vorentscheid entgegen der Jurywertung über das überwältigend positive Televoting. Im Netz gab es leider daraufhin eine Welle von rassistischen und homophoben Hasskommentaren und sogar Drohungen, die so schlimm wurden, dass LGBTQ-Organisationen bisher über 1500 Tweets gesammelt haben und legale Schritte eingeleitet haben. Backlash gab es auch vom konservativen Senator Henri Leroy, der den Ausschluss von Hassani forderte, da er angeblich terrorverharmlosende und antisemitische Tweets gepostet hätte. Leroy selbst ist allerdings bekannt für Islamophobie und Homophobie. So hat er zum Beispiel das Burkini-Verbot vorangetrieben und regelmäßig die gleichgeschlechtliche Ehe attackiert. Bei den ganzen kritischen Argumenten zu Bilal Hassani können wir zumindest sagen, immerhin haben wir jetzt einen Kandidaten, für den wir auch mitfiebern können und der ja, ich meine Publikumsvoting, vielleicht sogar Potenzial hat, so einige Punkte nach Hause zu holen. Ne? Besser als für ein Land zu voten, das mitzufiebern, das er bisher immer so schlecht abgeschnitten hat, so wie Deutschland. Okay, schneller Themenwechsel. Vom Gesang zum Tanz. Das erste gleichgeschlechtliche Tanzpaar bei Let's Dance wird in der nächsten Staffel antreten. Die erfolgreiche lesbische Schlagersängerin Kerstin Ott hat es tatsächlich als Bedingung gemacht für ihre Teilnahme, dass sie mit einer Frau tanzen darf. Bisher gab es bei Let's Dance zwar offen schwule Tänzer, aber die sind immer mit weiblichen Partnerinnen angetreten. In Österreich gab es in einer äquivalenten Serie bereits in 2011 2 Männer als Tanzpaar. Und trotz öffentlichem Backlash wird es auch dieses Jahr bei ihnen wieder ein gleichgeschlechtliches Paar geben. Beide Serien starten am 15. März auf RTL und ORF. Wer also tanzen mag, schaut ruhig rein. Also das ist jetzt das allererste Mal bei Let's Dance, ne? Quasi Premiere, wenn man es so nehmen kann. Ja, in Deutschland. In Deutschland schon. Finde ich einen guten Schritt. Vor allen Dingen, wir haben ja letztes Mal auch über lesbische Sichtbarkeit geredet. Von daher ist es echt gut, dass das mal auch im öffentlichen Fernsehen gezeigt wird. Ja, und das schauen sich vielleicht auch die Schüler am Göttinger Heinberg-Gymnasium an. Da hat die HG Queer, eine Arbeitsgemeinschaft für queere Interessen, jetzt die Wahl einer Vertrauenslehrerin spezifisch für LSBTIQ-Angelegenheiten erreicht. Sandra Wolf wurde gewählt, um Schüler in Einzelgesprächen bei queeren Themen zu beraten, zu informieren und gegebenenfalls auch an andere Hilfsprojekte weiterzuleiten. Laut Wolf geht die Schule schon sehr offen mit solchen Themen um, sodass zum Beispiel bei geouteten Trans-Schülern ganz selbstverständlich nach Pronomen gefragt wird. Studien gehen davon aus, dass ca. 24% der deutschen Schüler von einem solchen Thema betroffen sind, also nicht cis-hetero sind. Ja, also das Modell, das kann quasi Schule machen. Ne? Das ist nur zu begrüßen, vielleicht schwappt es ja auch nach Sachsen-Anhalt oder in die restlichen Teile der Republik. Wäre mal zu begrüßen. Man kann es hoffen. Wir bleiben in der Pädagogik, denn unter dem Titel Divers – Chancen und Herausforderungen für die Jugendhilfe fand am 7. Februar eine Fachtagung in Magdeburg statt. Themen war unter anderem, was bedeutet die Einführung des 3. Geschlechtseintrags divers für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wie kann man dabei der Geschlechtervielfalt und der Inklusion von Trans- und Intermenschen gerecht werden und welche fachlichen Anforderungen fallen dadurch an. Über Vorträge und Workshops hat man sich dann an dieser Fachtagung mit dem Thema auseinandergesetzt und man kann hoffen, dass es Früchte getragen hat.
Also als ich das erste Mal von dem dritten Eintrag gelesen habe, dachte ich mir, wir unterscheiden jetzt zwischen männlich, weiblich und englischen Tauchern, also Divers, aber ist ja doch deutsch zu sehen. Manchmal schon. Weniger fortschrittlich eingestellt ist leider Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue CDU-Chefin. In bekannt konservativ-katholischer Manier hat sie in 2015 die gleichgeschlechtliche Ehe mit Inzest und Vielehen verglichen. Beides steht übrigens in Deutschland unter Strafe, also danke für den Vergleich. Ende Januar diesen Jahres war sie dann zu Gast bei Menschen bei Maischberger, wo sie gefragt wurde, ob sie dieser Ansicht immer noch ist. Und sie selbst sagt, das ist immer noch ihre persönliche Meinung und meint, sie müsse darauf hinweisen, dass eben eine Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare auch eine Öffnung für Inzestbeziehungen und Vielehen hinter sich herzieht. Okay. Sie meint aber auch gleichzeitig, sie wäre weiterhin gegen jegliche Art von Diskriminierung und das sei nur ihre persönliche Meinung. Immerhin, die eigenen Kinder halten diese Haltung für, Zitat, dämlich und dumm. Hoffnung für die Jugend. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Also wenn AKK aber auch so widersprüchlichen Mist redet, man kann natürlich auch Diskriminierung als eigene Meinung verkaufen und ich würde sagen, das kommt ja nicht von ungefähr. Also wenn man mal die CDU guckt, ja, wenn sie schon den Vergleich zu Inzest und Vielehen ziehen kann, ich glaube, die CDU kann man auch ganz gerne mal damit vergleichen, wie viele Scheidungen gibt es dort unter den CDU-Politikern und was wurde da schon alles gefordert, auch gerade von männlichen Menschen. Also wenn man sich die Abstimmungsergebnisse anguckt, wird einem ja doch manchmal etwas schwummrig. Naja, Konsequenz kann man der CDU nur wirklich nicht vorwerfen. Aber für die nächste Generation besteht ja offensichtlich noch Hoffnung. Das zeigt sich jetzt auch in Indien. Die erste Bollywood-Produktion über Homosexualität kommt dort jetzt auf die Leinwände. Bis September letzten Jahres war Homosexualität in Indien noch komplett illegal. Aber jetzt, How I Felt When I Saw That Girl, zu Deutsch, wie ich mich fühlte, als ich dieses Mädchen sah, läuft dort jetzt in den Mainstream-Kinos, besetzt mit Stars wie Sonam und Anil Kapoor. Der Plot ist erstmal der einer typischen Bollywood-Romanze, in der sich eine Frau weigert, den Mann zu heiraten, den die Familie ausgesucht hat, denn sie liebt jemand anderen. Aber das ist in diesem Film nicht ein Mann, sondern eine Frau. Und die Familie lernt im Verlauf des Films sogar, das zu akzeptieren. Das Ziel der Regisseurin ist es, die Einstellung der Menschen zu ändern, ohne dabei belehrend zu wirken. Vom Kino geht es jetzt ins Fernsehen. Denn die lesbische Kultserie The L-Word kehrt zurück. Die bisher letzte Folge ist 10 Jahre alt, doch jetzt hat der US-amerikanische Sender Showtime bestätigt, dass er eine weitere Staffel produziert. Die Hauptdarstellerinnen der ersten 6 Staffeln kehren dabei in ihre Rollen zurück und sind jetzt auch ausführende Produzenten, gemeinsam mit der Serienerfinderin Aline Chaikin. Ob die Serie in Deutschland ausgestrahlt wird, ist noch offen. Die bisherigen Staffeln liefen 2,5 Jahre nach der US-Ausstrahlung auf ProSieben, haben aber leider so schlechte Quoten gehabt, dass sie irgendwann auf Six umziehen mussten. Trotz dieses Flops hat die Serie in den USA gute Kritiken bekommen und ist sogar mehrfach ausgezeichnet worden. Vielleicht war es damals in Deutschland nur noch nicht richtig an der Zeit. In meinem Umfeld ist die Serie nämlich ziemlich gehypt worden und vielleicht läuft es in dieser Staffel besser. Stichwort lesbische Sichtbarkeit. Damit sind wir mit den News dann auch am Ende. Und ihr fragt euch vielleicht, was davon ist jetzt unser Go Queer Like des Monats? Nun, das wäre die Vertrauenslehrerin für LSBTQ-Angelegenheiten am Göttinger Heinberg-Gymnasium. Wir finden es super, dass es da jetzt eine Lehrkraft gibt, die sich spezifisch für die Bedürfnisse von LSBTQ-Schülern einsetzt. Wir sind jetzt allerdings am Ende unserer Sendung angekommen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hoffen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Aber bis jetzt, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.